Ja, das vorige Video, wo ich also im Garten interviewt worden war, das war mal so ein bisschen, um sich warm zu laufen. Anschließend sagten sie, so, jetzt eine halbe Stunde werden wir dich jetzt interviewen und Fragen stellen. Du brauchst nicht darauf zu antworten. Du kannst sagen, weiter. Also da wurde auch kein Zwang ausgeübt, gar nicht. Aber die allermeisten Dinge, die da gefragt worden sind, habe ich irgendwo in meinen Videos, in den Dating-Videos, und darum ging es ja, auch schon mal verkündet, wie ich darüber denke. Denkt bitte nicht, dass ihr also jetzt im Norden, wo ich immer das sage, im Norden, dass ich da, sagen wir mal, Vorurteile habe. Nein, nein. Gar nicht. Ich habe ja eine Freundin, die Pitti aus dem Norden, aus dem Isan. Es ist eben halt nur etwas schwieriger, das zu verstehen, das Ganze, wie die da oben so ticken. Und seid mir also diesbezüglich nicht böse, wenn das jetzt so in diesem Interview rüberkommen sollte. Woher kam die Idee der Bewerbung, mitzumachen bei Goodbye Deutschlandfuchs? Es war eigentlich durch diese freundliche E-Mail, die ich bekommen habe, von der Steffi war das damals. Und zu diesem Zeitpunkt war ich auf Dating-Suche, darum ging es ja, das wurde ja auch in der E-Mail betitelt. Und ich habe ja viele Filme in meinem YouTube-Kanal gemacht, übrigens so sieht das Logo aus. Insgesamt 19 Videos und ich habe gedacht, ich kann da schon einen Beitrag zu geben, ja, deswegen. Das heißt, deine Motivation mitzumachen war auch jetzt in unserem Fall die Fragestellung Liebe zwischen oftmals ja Thai-Frauen und deutschen oder europäischen oder ausländischen Männern. Richtig? Ja. Wie würdest du, um da einzuhaken, würdest du denn prinzipiell Beziehungen zwischen Ausländern hier in Thailand und Thai-Frauen, die es ja oft sind, bezeichnen? Schwierig. Warum? Zwei unterschiedliche Kulturen, zwei unterschiedliche Matrixen von Deutschland. Man hat ja schon ein Leben hinter sich. Das sind ja meistens Rentner, die nach hier kommen in dem Fall, weil die ja auch ein Visum bekommen für ein ganzes Jahr. Ich rede jetzt nicht von dem Sextourismus, das ist eine ganz andere Sache. Und die haben ja schon was erlebt und haben was im Kopf und die sehen hier in Thailand die lächelnden Frauen, junge Frauen, attraktive Frauen und das kommt so nicht zusammen, weil die thailändische Frau auch wieder andere Gedankengänge hat. Kurz um den Sextourismus anzusprechen, du hast es auch angesprochen. Viele in Deutschland haben ja genau dieses Bild von Thailand. Wenn man von Liebe spricht, meinen die eigentlich Sextourismus. Wie würdest du es aus deiner Warte aus beschreiben? Was ganz anderes, völlig inkorrekt, einseitige Sichtweise oder woher kommt dieses Bild und was macht es mit dir hier als Auswanderer? Dieses Klischee kriegt man nicht weg. Ich kenne das, wenn man am Schalter im Airport steht, alleine als Mann, Thailand, ja, dafür. Und vor allen Dingen in einem speziellen Alter. Dagegen kann ich also nichts sagen, diesen Sextourismus gibt es, weil er auch kostengünstig ist, ganz einfach. Vor allen Dingen vor der Pandemie waren auch das Angebot dementsprechend. Ja, und viele haben dieses Angebot angenommen. Woher kommt das? Also du hast ja auch schon im Film mehrmals beschrieben, die ist eigentlich eher eine schüchterne, in Anführungszeichen, Kultur, also wo man nicht so viel nach außen zeigt. Woher kommt genau das, dass Sextourismus hier blüht? Klingt für mich jetzt erstmal unlogisch und scheinheilig ein Stückchen. Ja, vor allen Dingen, wenn man sieht, woher kommen diese Frauen. Diese Frauen kommen aus dem Norden, praktisch von Thailand, aus der armen Region. Und hier muss man wieder sehen, das sind ja Großfamilien und irgendwann passt das Geld nicht mehr für die Ernährung, Schule und alles und dann werden die mit 18, 19 werden die losgeschickt, Geld zu verdienen. So, was können die Mädchen nur machen? Die kommen runter, gehen Pattaya, Phuket in die Gegend, da werden sie freudend aufgenommen in den Bars. Und da erleben sie eine ganz andere Welt und friss oder stirb. Die müssen das machen. Keine Frau möchte sich gerne verkaufen für Geld. Nein, die sind gezwungenermaßen dazu genötigt worden. Und manche Familie interessiert das auch gar nicht, was die machen. Die wollen es auch gar nicht wissen. Ich habe mal gehört, solange die Mädchen oder die jungen Frauen die Familie unterstützen,
wollen sie gar nichts darüber wissen und wenn sie was da machen mit Sex oder sowas, dann ist es legitimiert. Klingt aber dann schon ein bisschen scheinheilig. Einerseits wegschicken, viele Kinder produzieren sozusagen, andererseits sagen, bitte nicht andere Wege gehen. Ja, mit den vielen Kindern zu produzieren hängt damit zusammen, dass sie hier nicht so eine soziale Absicherung haben wie in Deutschland mit der Rente und sowas. Die Rente sind die Kinder. Je mehr Kinder du hast, bekommst du später von den Kindern auch mehr Geld zurück. Das sind so, also in meinem Fall weiß ich, die bezahlt 50% ihres Geldes, wie sie noch im Hotel gearbeitet hat. Ich schätze auch, das Taschengeld, was ich ihr gebe, gibt sie ab an die Familie. Das ist der Versorger. Dafür ist ja auch die Familie so eng zusammen. Um zu dir zu kommen sozusagen, warum ist für dich Sextourismus nichts? Einfach gefragt. Ich bin ein Mensch, der mit Herz rangeht. Sex ist mechanisch, das ist ein Hormonüberschuss. Jeder Mann muss ihn irgendwann mal abbauen und dann wird er dann, wenn er in so einem Milieu reingeht, schnell feststellen, da kommt ja nichts mehr. Und jeder erwartet ein bisschen mehr eigentlich als nur Sex. Da sind wir dann schon beim Thema Dating und Liebe. Ist die Form der Liebe zwischen Mann und Frau hier eine andere als zwischen, europäischem Mann und thailändischer Frau? Ist das was anderes? Ja. Was ist wenn ich Pitti frage, liebst du mich? Dann guckst du mich an, ich bin doch bei dir. Das ist wieder diese Verbundenheit miteinander, aber nicht, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe und ich möchte mit dir was aufbauen, ein Leben aufbauen, den gleichen Weg gehen, ist ja nicht. Sagen wir mal die wenigsten. Ich will mir jetzt also nicht pauschal darüber was sagen, aber in den ganzen Kommentaren über meinen Kanal, ich kriege ja hunderte von Kommentaren, wenn ich in dieses Thema reingehe, und dann kann ich schon sagen, Liebe, sehr wenige. Diejenigen, die es haben, können sich glücklich schätzen. Was macht für dich Liebe aus sozusagen? Gibt es feste Punkte, wo du sagen würdest, es gehört, ich kenne mich so gut, das gehört für mich als Typ, als Liebe mit dazu? Es muss? Die äußerliche Attraktivität. Wenn jetzt wahrscheinlich welche hochspringen, wie in einem äußerlichen, in innere, aber das ist ja das Erste, was man sieht. Und wenn dieser Mensch einem attraktiv rüberkommt, dann geht man ja auch weiter und dann erhofft man sich, jetzt kommen wir wieder zu den Punkten, die du gerne ansprechen wolltest, dass sie zu einem steht. Das ist für mich ganz wichtig. Dass sie mich verteidigt in der Öffentlichkeit. Wir können anschließend sehr gerne Kontra machen, aber nicht nach außen. Wir müssen eine Einheit sein. Das ist für mich wichtig. Würde das Pitti genauso sehen sozusagen oder was glaubst du wären für sie die Punkte? Da haben wir manchmal Probleme miteinander. Wenn ich etwas, wenn ein Thailänder was falsch macht und ich sage was Negatives darüber, dann kriegst du sofort drauf. Dann bin ich der Schuldige. Die Thais halten zusammen. Ich habe noch nie ein Volk kennengelernt, was so hochnäsig ist, und wir machen alles falsch, wir sind die dummen Farangs, da wünsche ich mir was anderes. Und das wird aber Jahre oder nie stattfinden. Die sind so geimpft worden. Und das ist ein großes Problem auch, übrigens auch in der Partnerschaft. Sie erzählt mir was vom Ölwechsel und ich habe Maschinenbau studiert. Die sind in allem Weltmeister. Aber ist das nicht auch Problem Frau, Mann grundsätzlich? Nein, nein. Also mit den deutschen Frauen, auch mit der Anna, wurde so ein Thema gar nicht angesprochen, weil das ein ganz fremder Bereich ist. Aber hier jetzt in den anderen Regionen der Fachmann zu sein, ja. Und die Thais haben übrigens, die finden das toll, wenn wir was falsch machen. Hatte ich jetzt den Fall, am Auto habe ich was Falsches gemacht. Ich brauchte noch nicht was für die Reparatur zu zahlen, aber die waren so happy darüber, dass ich was falsch gemacht habe. Ja, habe ich ihm Trinkgeld gegeben. Okay, lasse mal. Wenn es so einfach wäre, wenn du so einfach eine Reparatur umsonst kriegst, schön. Ne? Lass uns doch einfach noch mal ein bisschen an deiner Vergangenheit teilhaben. Wie viele Beziehungen hast du gehabt? Wie viel davon war Liebe? Wie bist du jetzt letztendlich nach Thailand gekommen? Also mit 18 Jahren habe ich mich verliebt, habe mich
Diese Frau habe ich geheiratet, war insgesamt 31 Jahre mit ihr zusammen. 2 Töchter sind aus dieser Ehe rausgekommen und wir haben uns getrennt. Grund möchte ich hier nicht nennen. Dann habe ich eine weitere Frau nach 5 Jahren kennengelernt. Ich war also 5 Jahre Single gewesen. Aber die hatte, Grund möchte ich nicht nennen. Und dann habe ich die Anna kennengelernt. Da habe ich mich richtig drin verliebt, weil ich da ein Feedback bekam, auch in meiner Tätigkeit. Und wir sind so, es war wunderbar, das war ein tolles Gefühl. Die ersten 2, 3 Jahre waren hervorragend, waren das. Und ich habe ja bis heute noch mit ihr Kontakt und sie arbeitet für mich, macht die Templates für meinen YouTube-Kanal und wir helfen uns gegenseitig, ist meine beste Freundin. Pitti kam nach mit Anna, ich war von Anna 1 Jahr getrennt. Ich wusste noch nicht, was ich machen sollte. Sollte ich jetzt eine Farang oder eine Thailänderin? Wo soll ich denn hin? Habe mich dann letztendlich für den thailändischen Bereich entschieden und habe nach der 2. Beziehung Pitti dann kennengelernt über eine Online-Plattform. Und ich habe mich optisch sofort in sie verliebt. Sie hatte alle Attribute, die ich mir als Mann vorstellen kann, erfüllt. Ja, und dann kam ich mit der Kultur in Konflikt. Das hat nichts unbedingt jetzt mit der Pitti an sich zu tun. Ja, und da arbeiten wir jeden Tag noch dran. Dein beruflicher Werdegang war wie? Du bist jetzt mittlerweile Rentner, also einfach nochmal. Ja, also beruflich, ich habe Maschinenbau, ich habe Schlosser gelernt, ganz unten. Ich habe Schlosser gelernt, habe festgestellt, da macht man sich zu sehr dreckig. Dann bin ich zum Militär gegangen und war 4 Jahre dort. Dort war ich Co-Pilot von einem Hubschrauber im Alouette 2. Und dann habe ich dann anschließend noch Maschinenbau studiert. Und ja, war eigentlich erfolgreich. Ich habe 15 weltweite Patente in den Firmen, wo ich gewesen bin, gehabt. Und dann irgendwann mit 44 habe ich gedacht, nein, da waren wir zwischendurch mit meiner ersten Frau noch in Australien gewesen, weil ich Deutschland den Rücken kehren wollte, weil das Wetter so schlecht war. Nicht politisch, Wetter war schlecht. Und ich habe aber nicht die Punkte erreicht, um dort zu sein, weil ich 5 Jahre Berufserfahrung nicht nachweisen konnte. Und dann war mit 44 bin ich dann auf dem Arbeitsvisum ausgewandert nach Australien, war da 2,5 Jahre, hatte auch ein Permanent Visa auch bekommen, weil beruflich ging es da ganz gut. Ich hatte meine eigene Firma mittlerweile da. Sind aber nach 2,5 Jahren wieder zurückgekommen, weil finanziell gab es da nicht mehr. Und das war aber für mich der Senkrechtstarter in Deutschland, weil ich Auslandserfahrung hatte. Und mein altes Hobby, was ich hatte, war der Burner eigentlich. Ich habe also, Top Gun ist ja bekannt momentan und 86 ist der Film ja rausgekommen. Da habe ich die erste Tomcat gebaut, die gab es noch nicht als Bausatz. 2,30 Meter lang mit Schwenkflügel und das war die erste Maschine, die in der Luft war mit Schwenkflügler. Und der Chef der Entwicklungsabteilung kannte mich von damaligen Zeiten. Ich bin in die Entwicklung reingekommen, der sagte, das ist der richtige Mann, den wir brauchen. Und ja, er war dann 13 Jahre erfolgreich in dem Unternehmen, Extron. Und Extron musste dann sich verkleinern von 800 auf 400 Mitarbeiter. Die hatten über 1 Milliarde verdient und hatten viel Geld und hatten mir viel Geld angeboten, zu Hause zu bleiben. Da habe ich ja gesagt und da bin ich dann auf Koh Samui gekommen. Aber da noch ohne Frau sozusagen? Oder? Ich bin damals, 2009 war ich das erste Mal auf Koh Samui, Hochzeitsreise mit meiner zweiten Frau. Und da ist Koh Samui mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und habe gesagt, wenn ich in Rente gehe, dann will ich nach Koh Samui. Ich gehe nur ins Ausland, wenn ich meine Rente habe. Und ja, wie ich denn dieses Angebot bekommen hatte, war das schon in der Zeit, dass ich mich getrennt habe von meiner zweiten Frau. Und sie hat großzügigerweise auch auf die Abfindung verzichtet, die ich normalerweise hätte anteilhalber das auch bekommen, damit ich meinen Traum leben konnte. Da muss ich also heute noch Dankeschön für sie sagen. Ja. Und dann bin ich 2011
2013 bin ich das erste Mal nach hier gekommen für 3 Monate, habe mich hier umhört, da gab es noch nichts im Internet. Wo bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung und alles, hat die Kleinigkeiten mit dem Briefträger und alles das, was man so braucht. Und bin dann wieder zurückgeflogen nach Deutschland. 14 bin ich dann nach hier gekommen, für immer. Und dann habe ich 2015 mit den Filmen angefangen. Deine Voraussetzungen klingen jetzt erstmal gut. Wie viel Rente hast du und wie geht das mit dem Leben einher hier? Ja, in meinen Filmbeiträgen habe ich ja auch immer eine Excel-Liste, wie viel braucht man eigentlich als Rentner, also um hier einigermaßen zu leben. Und das ist aber unterschiedlich. Samui ist sehr teuer, wenn man also oben im Norden oder Isan oder so, ist es also eine andere Hausnummer. Also hier muss man so 1.500 € jeden Monat haben. Und die hast du? Wie hoch ist Ja, deine Rente? die ist so hoch. Vom Geld weg kehren wir wieder zurück zu den kulturellen Geschichten, für die natürlich auch Geld notwendig sind, in unserem Beispiel ja Frauen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder für viele, so wie du behauptest. Welche Rolle spielt Geld und Frau? Ist das eine Voraussetzung? Also kann ich mich als Backpacker-Tourist hier auch nach Thailand aufmachen, auswandern und lerne Thai-Frau kennen, oder ist das eher selten? Du hast das Problem, wenn du keine 50 bist, um länger hier zu bleiben. Wenn, dann willst du ja keinen Urlaub machen. Backpacker ist ja nur Urlaub, dann kann man sehr wohl hier Frauen kennenlernen und man hat seinen Spaß. Aber wenn du kontinuierlich hier bleiben willst, dann musst du mindestens 50 sein, die 800.000 nachweisen, das heißt also als Rente, das sind dann 65.000 oder 66.000 Baht jeden Monat als Rente, oder was fehlt, muss auf dem Konto sein. Ansonsten kriegst du keine Aufenthaltsgenehmigung, ganz einfach. Und Geld und Frauen und Liebe gehört irgendwie zusammen, weil du ja auch eine Verpflichtung gegenüber der Frau hast. Du musst ja arbeiten, einkaufen gehen, doppelt. Die möchte auch was zum Anziehen haben, das kostet alles Geld. Das sind schließlich 2 Personen. Dann würdest du aber voraussetzen, dass du dich schon als Versorger siehst. Ja. Wenn man mal die andere Sichtweise einnehmen würde, könntest du dir auch vorstellen, Pitti verdient das Geld und du hättest sozusagen die Position von Pitti? Ja, könnt ihr auch mal leben. Also der emanzipatorische Gedanke steckt schon in dir drin, bloß in eurem Fall ist es jetzt einfach so. Wie würdest du es beschreiben? Ja, und wir passen gut zusammen in dem, was ich mache. Das ist also die Basis, die habe ich für uns beide. Und mit meinem Hobby verdiene ich auch etwas Geld, dass ich also auch sagen kann, du brauchst jetzt nicht mehr 5 Tage, 10 Stunden zu arbeiten im Hotel. Die war ja Zimmermädchen gewesen und das ist ein harter Job. Sie kann also zu Hause bleiben, ich kann es mir leisten über mein Hobby. Geld ist die eine Seite, Emotionalität die andere und da scheinen jetzt für mich erstmal die größeren Probleme herzukommen. Kannst du uns irgendwie diese Emotionalitätsunterschiede, es wird ja viel diskutiert, jetzt auf der Party, auf den ganzen Sachen, die wir hier gemacht haben, wird erstmal viel diskutiert grundsätzlich über die Liebe und Beziehung. Was macht es denn so schwer, gerade diese Emotionalitätsseite? Dass die Frauen aus dem Norden Gefühlskälte rüberbringen. Ganz anders unten im Süden, ganz anders, die ich auch persönlich schon kennengelernt habe. Das liegt aber, wie ich schon sagte, aus der Erziehung, wenn man als armes Kind bei einer armen Familie lebt, wo die Eltern von morgens bis abends schraveln müssen. Tagelöhner, die haben keine Zeit für die Kinder, die schaffen sich zwar Kinder an, weil das ja die Rentenversorgung ist, aber die können nicht die Liebe rüberbringen. Was sie wohl finden, ist die Liebe zu Tieren, zu Hunden. Pitti liebt Jem. Die Knuddelte, da könnte ich schon eifersüchtig sein, das kommt aus der Kindheit. Sie möchten auch innerlich gekuschelt werden und dann nehmen sie sich einen Hund. Und dafür haben die auch eine sehr gute Beziehung zu Tieren. Ja? Und das vermisse ich. Also, und das wird sehr schwierig sein. Es gibt auch hier diesen Wunsch nach Augenhöhe-Beziehungen. Das heißt, dass man viele Männer, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe, sich wünschen, eine Partnerin auf Augenhöhe. Ich weiß jetzt nicht, wie das zwischen dir und Pitti ist. Würdest du erstmal sagen, auch dein Wunsch, ist es dann auch so mit der Pitti? Und wenn nicht, warum nicht sozusagen? Oder wenn ja, warum ja? Ja, Augenhöhe soll es denn auch im Beruflichen sein, dass das eine Unternehmerin ist.
Möchte ich nicht. Die Anna, die war Unternehmerin, die hatte richtig Power, die hat mir aber nach 4 Jahren abgehangen, weil die so viel da reingesetzt haben. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, brauche ich doch nicht. Wieso muss ich denn bis 11, 12 Uhr noch unterwegs sein? Brauche ich nicht. Ich brauche keine Frau auf Augenhöhe. Ich möchte schon eine Frau haben, wo die Rollen geteilt sind. Wenn es also um mein Hobby geht, dass ich da die Ansage mache, die Vorschläge. Natürlich, die sagt auch was dazu. Ob wir jetzt zum Nationalpark fahren, um jetzt Filme zu machen, natürlich hat die da einen Beitrag zu geben. Aber das Ganze auch hier zu schneiden, das ist mein Part. Und sie kümmert sich um das Ganze ringsrum. Haus, Essen, Hund, weil ich so ausgelastet bin mit diesem Hobby. Das ist fast schon kein Hobby mehr. Wenn man praktisch die Hürde von 15.000 Abonnenten überschreitet, 20.000 sind glaube ich nur 2% bei den ganzen YouTuber, die so viel haben, gucken zwar Millionen zu, aber die richtig da Arbeit reinbringen, das ist ein Tagesjob. Viele Beziehungen funktionieren auch nicht. Also es gibt sehr viel Reibung in den Beziehungen. Welche Anteile trägt der Europäer, wenn man so will? Welche Anteile trägt die Thai-Frau? Also wenn man die Schuldfrage überhaupt, das ist ein falsches Wort, aber wenn man die Schuldfrage stellen will, wo liegt deiner Ansicht nach die Schuld? Das Missverständnis. Jeder Mensch in der Partnerschaft möchte keine Provokation. Es sind Missverständnisse, die da hochkommen, kulturell, wie wir schon mal angesprochen haben, andere Voraussetzungen. Und wenn man nicht so tolerant ist und dann zweimal zuhört, vor allen Dingen, weil es ja eine Fremdsprache ist, Pitti und ich kommunizieren über Englisch, kann es ja auch schon mal vorkommen, dass man sich darüber nicht richtig versteht. Man sollte, wenn man eine fremdsprachige Freundin sich anschafft oder Frau, sehr tolerant sein. Und zweimal nachfragen, bevor man Emotionen rüberbringt. Ich spreche mich dann nicht frei. Ich gehe dann auch schon mal hier wie ein Raketchen hoch, wenn ich das verstanden. Ich meine, ich hätte es verstanden, aber hat man ja schon in der deutschen Sprache. Frauen und Männer und dann noch eine andere Sprache, ist schon eine Nummer. Nur noch 3 Fragen. Was könnte die Lösung sein dessen? Oder ist Sex dann ein Part der Lösung? Das gibt es ja überall auf der Welt, dass man sich darüber über körperliche Nähe wieder näher kommt. Ist Sex eine Lösung für dich? Nein, Sex im Gegenteil. Wenn man sich nicht versteht, hat man keinen Sex mehr. Also das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, die ich zweimal festgestellt habe, ist Reden. Ist schwierig mit einer Thai-Frau, weil ich schon sagte, Probleme werden nicht beredet. Ich hatte einmal den Fall, dass sie ja, wie wir uns getrennt haben, in ihrem Häuschen da war und nur wir waren jetzt zentral, auch kein Hund in der Nähe. Und wie sie krank gewesen ist und lag hier 4, 5 Tage und wir haben miteinander geredet. Reden ist die Substanz, um die Partnerschaft wieder zu festigen, aber Sex nicht. Dann kurz noch angedockte Frage daran, dieser Altersunterschied, den ihr habt, könnte das auch ein Grund sein? Nein, also mit den thailändischen Frauen, die ich bis jetzt diesbezüglich angesprochen habe, im Gegenteil, die lieben die Ruhe von uns älteren Männern. Wir haben geregeltes Einkommen, also die Absicherung ist da, wir haben Lebenserfahrung und, das ist das Angenehme bei der Kultur, die ehren noch die älteren Menschen. Und das ist ein Bonuspunkt für uns, auf jeden Fall. Und wenn man sich als Mann auch mal ein bisschen, ich habe ja auch jetzt ein Fitnessprogramm für mich auch hochgebracht, mal bei sich selber guckt und nicht nur, dass man eine attraktive Frau hat, sondern ich habe sie mal gefragt und jetzt sagte, wenn dein Bauch mal ein bisschen, wenn der ein bisschen kleiner wäre, ja, dann geht man da drauf ein und hallo, dann tut man was. Sprichst du schon einen Teil quasi der Lösung an und damit ja auch der Zukunftsaussicht. Wo siehst du dich vielleicht in 4, 5 Jahren? Mit Pitti, ohne Pitti, auf Thailand, woanders? Wo würdest du das beschreiben, stehst du? Wenn das mit Pitti nicht mehr klappen sollte, von meiner Seite her würde ich keine Frau mehr aus dem Norden nehmen. Das ist schon mal das Erste. Wenn wir uns weiter, wir raufen uns schon mal, ist ja auch ein bisschen Feuer im Leben und wenn man sich immer wieder findet, bisher haben wir uns immer wieder gefunden, könnten wir ein erfolgreiches Pärchen sein. Okay? Ja, aber super. Selbst? Ja.
War nichts Überraschendes. Nee, nichts Überraschendes. Also war vieles noch nicht abgefragt, deswegen ganz gut. Ja, das war jetzt Backstage, das war jetzt der letzte Film dazu. Ich kann also eigentlich sagen, ich bin super zufrieden mit dem, was da so abgelaufen ist. Waren keine linken Matentchen oder was ich da immer gehört habe, was sie da veranstalten, dass wir Zoff haben sollten, dass mal ein bisschen Action reinkommt. Nein, hier hat man also wirklich real die Situation rübergebracht, wie sie bei uns momentan ist und auch von meinem Freund Daniel. Bestimmt gibt es einige Filmgesellschaften, die das noch ein bisschen aufpushen, damit der Sender dann auch zufrieden ist, wenn Einschaltquoten kommen. Aber die Einschaltquoten kommen eigentlich über das Bild und über den Text, der unter dem Bild steht. Inhalt sieht man ja eben halt erst später. Ich kann also nur so sagen, dass wir alle Male, die also hier daran teilgenommen haben, sehr zufrieden waren mit dieser Filmgesellschaft. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.